Guten Morgen, liebe Leute aus der Schweiz ausnahmsweise. Es ist Anfang September 2025. Die letzten Videos, die ihr gesehen habt, die kamen aus Dezember 2024 aus Chile und Argentinien. Ich habe ein neues Kamerasetup, ich habe neue Mikrofone. Das benutze ich jetzt als Gelegenheit, um euch mal zu sagen, was die letzten 2 Jahre gelaufen ist. Ich habe da einiges erlebt und ich werde dann im Herbst, in diesem Herbst, neue Videos veröffentlichen aus 2023. Wie es dazu gekommen ist, dass das jetzt alles so durcheinander geraten ist, genau das erzähle ich euch jetzt. Und natürlich, das ein weiterer Grund. Stimmt, ich habe eine neue Aprilia. Ich hatte ein Video gemacht, 25.000 Kilometer in Albanien, 2023 war das. Es sind 2 Jahre vergangen. Ich habe letzten Herbst, im Oktober noch, eine neue Maschine gekauft. Mehr zu Aprilia, mehr zur ganzen Geschichte dann später im Video und dann auch in einem separaten Video. Ich möchte dann auf der nächsten Reise, da komme ich dann noch zu, ein neues Review machen nach 10.000 Kilometer auf dieser. Das letzte Video war das beliebteste meiner Videos. Ich habe da über 30.000 Views bisher. Die Aprilia kam nicht nur gut weg da, aber wie ich dazu gekommen bin, nochmal eine mir zuzulegen, das dann später. Ich habe es vorhin kurz angetönt, es werden neue Videos folgen, aber neu, das heißt halt eben, das sind alte. Es sind 10 Folgen, die dann kommen werden, nochmal von der Ruta 47 aus Spanien 2023. Ich hatte das Gefühl, ich würde jetzt lieber die Videos aus dem Dezember 2024 vorziehen, habe die geschnitten, die wurden veröffentlicht bis Mitte Mai oder sowas. Es werden dann nochmal 2 Highlight-Folgen kommen aus Südamerika. Die werde ich um die Weihnachtszeit veröffentlichen. Der Norden von Chile und Argentinien. Wir schreiben das Jahr 2024. Unendliche Weiten. Tiefe Abgründe, surreale Farben und bizarre Felsen. Sehr viel Freude und manchmal pure Verzweiflung. Es ist Horror. Wow! Das ist ein Scheiß! Yes, man! Ein Motorradabenteuer durch den Norden von Chile und Argentinien in 2 Akten. There's nothing like the Andes. Was dann auch noch folgen wird, das sind Videos vom Herbst 2023, also ich war Frühjahr 23 war ich in Spanien, Herbst 23 war ich im Balkan, Griechenland und Albanien. Im Herbst 24 war ich dann wieder im Balkan, auf dem ACT Kroatien und sonst noch 2, 3 Sachen. Wie das alles genau zusammengekommen ist und was dazwischen passiert ist, jetzt. Der Titel meines Videos verrät, es geht da nicht um große Raubgeschichten oder Räubergeschichten in diesem Sinn, aber da ist was passiert, was ich euch gerne erzählen möchte. Ich hatte im Frühjahr, also Ende Februar 2024, hatte ich mir den Fuß bei einem Treppensturz gebrochen. Ich war dann nur so mäßig fit für meinen Frühlingsurlaub Mai, Juni. Bin dann mit der Moto Guzzi nach Sardinien gefahren. Der Plan war, leichte Offroad-Strecken bloß zu fahren, Sachen, die ich kenne. Bin da früh morgens von der Fähre gekommen, gleich bei Olbia Richtung ehemaligen TED gefahren. Bin schon nach 2, 3 Kilometern auf einen Konvoi von 4x4 Fahrzeugen aufgefahren. Die hatten da eine Flussüberquerung, standen da rum, hatten mehr widerwillig mehr Platz gelassen, um da vorbeizukommen. Das waren 5 Schweizer Autos. Der eine hat dann sein Rad voll eingeschlagen da stehen gelassen. Ich bin mit dem rechten Fuß, den ich gebrochen hatte,
da hängen geblieben, habe mich hingelegt. Das hat schon mal ziemlich doll wehgetan wieder. Da kamen mir natürlich alle zur Hilfe. Die Sarden, die diese Tour geführt hatten, gaben mir ihre Telefonnummer, falls ich dann noch in weitere Schwierigkeiten kommen würde. Bin dann die Strecke hochgefahren, die ich damals mit der Triumph hinuntergefahren bin, auf dem ehemaligen TED. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kehren. Und in einer Spitzkehre, da hatte ich das Gleichgewicht leicht verloren, wollte mit dem Fuß hinstehen, abstützen, aber dann hatte ich Angst, weil ich den Fuß ja eben schon wieder angeschlagen hatte und noch nicht ganz wirklich verheilt war. Da habe ich die Maschine hingelegt, hatte dann ziemlich lange gebraucht, bis ich die wieder aufgerichtet hatte. Kaum hatte ich sie aufgerichtet, kam der Konvoi wieder vorbei. Die Schweizer haben nur den Kopf geschüttelt. Die Sarden haben mir ein Angebot gemacht, mir das Gepäck abzunehmen bis zur asphaltierten Straße. Es sind etwa 10 Kehren, 3 Kilometer geht es da den Berg hoch. Das habe ich dankend angenommen. Ich habe einfach mal die Hecktasche da mitgegeben, die ist ziemlich schwer mit ganzen Elektronikzeug drin und bin da dann unbeschwert sozusagen den Berg hoch, habe da gewartet auf der asphaltierten Straße und die Jungs kamen nicht. Habe dann versucht, die telefonisch zu erreichen, war nicht. Habe die gesucht hin und her und mir ist dann in den Sinn gekommen, dass ich da mein iPad mit der Suchfunktion drin habe, habe die getrackt und das war irgendwie dann im Niemandsland. Habe die dann nochmal eine Stunde später aufgespürt, waren die in der Pizzeria am Pizzaessen und genau, so viel zum Thema Räubergeschichten. Die sind einfach mit meinem Gepäck abgehauen, haben sich nicht gemeldet. Ein ganz schlechter Zug, vor allem denke ich, da waren die paar Schweizer, die einfach ihre Tour fortsetzen wollten. Das unterstelle ich denen einfach. Ich unterstelle den Sarden überhaupt nichts, aber eine Scheißgeschichte. Die Tour habe ich nicht auf Video aufgenommen, aber ich habe sie auf Wikiloc veröffentlicht. Auf Wikiloc findet ihr all meine GPX-Tracks mit Zusatzangaben. Ich habe das beschrieben als leichte Tour für schwere Enduros. Beinahe täglich sind da ein paar Kilometer Offroad dabei oder ganz kleine Straßen. War ein super Urlaub. Ich bin nun dabei, die Videos zu schneiden von 2023 vom Balkan. Ich war mit der Fähre von Ancona nach Patras gefahren, wollte eigentlich den ACT Griechenland zuerst fahren. Genau wie ich da angekommen bin, waren die schweren Unwetter. Da gab es auch Tote. Das war ziemlich dramatisch. Da waren einige Bergdörfer, die waren abgeschnitten von der Außenwelt und ich hatte da großen Skrupel. Ich wollte da nicht in die Gegend fahren, wo die schweren Unwetter waren. Ich bin dann die Küste hoch bis Ioannina und habe da ein paar wunderschöne Tage gehabt. Das ist eine super schöne Stadt. Habe da 2, 3 Runden gedreht, teilweise auf dem TED. Bin dann weiter nach Albanien, habe 6 Tage Offroad gefahren in Albanien, einiges TED, einige Sachen, die ich noch auf der Pendenzenliste, auf der To-Do-Liste hatte. Das war vieles Offroad, also kilometermäßig nicht allzu viel, aber sehr viel schweres Offroad. Das sind die Videos, die dann folgen werden als nächstes, also sprich Anfang 2026 wahrscheinlich. Ich bin dann im Herbst 2024 nach Kroatien runter. Das war eigentlich die Idee, dass ich da nochmal bis Bosnien, Montenegro runterfahre, also quasi die Nordhälfte des Balkans. Insgesamt hatte ich den ganzen ACT Kroatien gefahren, bis auf das schwere Stück da nach Bosnien hoch und noch 2, 3 kleinere Sachen, die ich ausgelassen habe, habe aber dafür einige eigene Sachen eingebaut, durchaus empfehlenswerte Sachen. Da dürft ihr euch dann auch auf die Videos freuen. Vorab seht ihr natürlich schon Fotos auf meinen Kanälen, auf meiner Homepage oder auf Wikiloc oder auf Facebook und Instagram. Die Leute, die mir folgen, sind da ein bisschen im Wissensvorsprung. Wie gesagt, ich war auf dem ACT Kroatien, ich war auf Hvar am letzten Tag, habe den gefahren. Es waren dann wieder schwere Regenfälle vorausgesagt. Die kamen dann auch. In Dubrovnik wurden Autos weggespült von Starkregen. Die Regierung hatte die Touristen aufgefordert, das Land zu verlassen. Ihr seht, 2023 Wetterglück in Spanien. Das waren 5 Wochen quasi im Regen. Ich war im Herbst 23 in Griechenland bei den schweren Unwettern. Ich war 2024 in Kroatien bei den schweren Unwettern. Mir reicht es dann. Ich wollte nicht mehr weiter südlich nach Bosnien. Ja, habe den Heimweg früh angetreten, habe ich noch ein bisschen im Friaul vertan.
Und im Real, da ist mir auf der Panoramica delle Vette, habe ich die Maschine mal nicht ist die nicht angesprungen oder erst im dritten Versuch. Und sie hat auch so ein bisschen gesäuselt, das wäre dann Unterdruck. Habe dann Tankdeckel aufgemacht, da kam recht viel Luft raus oder rein, wahrscheinlich eher rein, weil es Unterdruck war. Habe da verschiedene Male probiert, habe die Maschine nicht angekriegt. Erst als ich den Tankdeckel ganz wegließ, sprang sie sofort an, Tankdeckel rauf, war wieder gut. Habe die dann in die Inspektion gebracht. Ja, das hat die Werkstatt dann gründlich angeschaut und fand den Ursprung in der Drosselklappeneinheit. Die hat er ersetzt. Seither lief sie wieder problemlos, wobei für mich war das dann der Anlass, die Maschine mit 34.000 Kilometer zu verkaufen. Hierzu wird es dann ein eigenes Video geben auf der nächsten Reise, aber davor passierte dann nochmal was. Ich hatte mir also im Herbst 2024 dieses neue Teil gekauft, weil es war ein 24er Modell, war kostengünstig, wurde das abgegeben. Und weil ich da die ganzen Zubehörteile von der alten Maschine rübernehmen konnte, ja, lohnte sich das dann auch für mich. Ich habe so dann nochmal 2.000 € quasi an Zusatzteilen gespart, weil ich die rübernehmen konnte. Ich bin dann Anfang Juni 2025 nach Spanien wieder gefahren, hatte 4 Wochen Urlaub, wollte ein paar Sachen Route 47 fahren, habe dann eine leichte Route gemacht, die ich schon kannte, teilweise TED nach Sos del Rey Católico. Hatte dann die nächsten Tage immer noch keine Lust, Videos zu drehen, habe für mich einfach einfaches Offroad genossen, bin dann runter nach Soria, Cuenca. Genau, und in Cuenca, da kamen wieder starke Regen auf, da waren auch in den Bergen drin, das ist der Parque Natural Alto Tajo, da waren teilweise Gräben in den Pisten drin, da konntest du ein Motorrad drin versenken, das war unglaublich. Kommt da gerade jemand zu fahren? Ja, ich habe da eben von ein paar Mountainbikern Besuch bekommen, das soll mich jetzt nicht stören. Ich hatte in Cuenca ein paar Tage Regen abgewartet, bin dann weiter Richtung Badajoz, war die Idee, auf der Route 47 so teilweise. Bin da auf einem Feldweg gelandet, der mir nicht so behagte, da waren knietiefe Gräben drin, also so von Traktoren gezogen, aber auch sehr hohes Gras, also tiefes Gras. Und nach 200 Meter waren mir die Gräben zu tief, habe mir das angeguckt, wollte dann drehen. Hoppala. Und irgendwie konnte ich die Maschine nicht halten, da bin ich auf die Seite gekippt, hatte leichte Schmerzen da in der Schulter, habe mich nicht weiter gekümmert, wollte das Motorrad aufheben und dann hat es geknallt, so tack irgendwie und dann wusste ich, ich lasse das jetzt mal bleiben mit dem Motorrad aufheben. Ich habe vor, jetzt im September nach Spanien wieder zu fahren, das nachzuholen, was ich da verpasst hatte. Ich war jetzt 2-mal im Herbst im Balkan. Ich möchte mal wieder Herbst in Spanien erleben, auch wenn da letzten September diese krassen Unwetter bei Valencia waren. Ich gebe nicht auf. Irgendwann wird es wieder schön sein, wenn ich in Spanien bin. Ich weiß es. Ja, soweit meine Leidensgeschichte, Räubergeschichten, wie auch immer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es wäre toll, wenn ihr wieder dabei wärt, wenn jetzt im Herbst die neue Serie beginnt. Das sind nochmal 10 Folgen, Route 47 aus Spanien 2023. Wenn ihr da mit dabei seid, gebt mir ein Däumchen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, dass ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Bis dann, ich wünsche euch schöne Zeit, gute Fahrt.